In letzter Zeit wurde es etwas ruhiger um das Ein-Mann-Siedler-like-Projekt basierend auf der Unreal Engine 5. Auf Nachfrage konnte ich Entwickler Buchwald aber viele neue Details zum Spiel entlocken, die ein neues News-Video definitiv rechtfertigen. Die ersten Entdecker orientieren sich lose am Die Siedler-Projekt von Ubisoft, welches dann später zugunsten eines flotteren RTS aufgegeben wurde. Da Entwickler Buchwald aber unbedingt die ursprünglich angedachte Version von Die Siedler-Schöpfer Volker Wertig spielen wollte, machte er sich kurzerhand daran, das Ganze selbst zu programmieren. Was anfangs ein reines Privatprojekt war, ist mittlerweile eines der vielen Siedler-like Hoffnungsträger, die aus der Asche von Ubisoft entstanden sind. Die ersten Entdecker spielt in der europäischen Antike und Spätantike, bleibt dabei aber nur sehr lose historisch genau. Genauer gesagt orientiert man sich eher an den Fraktionen, der Spielwelt und dem Artstyle der Waren dieser Zeit. Daher wird es auch keine Fantasy-Elemente wie Zauberer, Werwölfe oder ähnliches geben. Im fertigen Spiel sollt ihr dann neben den Römern auch die Gallier und Karthager in die Schlacht führen dürfen. Anders als in Die Siedler 3 und 4 erhaltet ihr neue Bewohner für eure Siedlung nicht über den simplen Bau von Wohnhäusern, sondern müsst diese über den Hafen anwerben. Analog zu Ubisofts Siedler-Alpha-Prototypen ist dies zunächst kostenlos, kostet dann aber im späteren Spielverlauf je nach Siedlungsgröße Kupfer, Silber und final Goldmünzen. Als Alternative können neue Siedler auch bei Karawanen angeworben werden, die auf festgelegten Routen über die Karte streifen. Hierzu muss dann ein entsprechender Handelsposten gebaut werden, in dem die Arbeitssuchenden angeworben werden können. Anders als bei Ubisoft, die in ihrer Entwicklung so grundlegende Dinge wie Berge für Minen vergessen hatten und dann auf Damage-Control-artige Kiesfelder zugreifen mussten, sollte es bei den ersten Entdeckern anders werden. Denn aktuell arbeitet Buchwald an richtigen Bergen, die eben nicht einfach nur flach sind und so auch neue Spielmechaniken mit sich bringen. Geplant ist nämlich, dass ihr über Bergflüsse und Bäche mit einem Transportsystem die Roherze schneller ins Tal befördern können sollt und so eure Siedler nicht alles händisch den Berg heruntertragen müssen. Wenn ihr dem Projekt folgen wollt, dann könnt ihr das zum einen über die Trello Roadmap tun, Link oben eingeblendet, oder dem Discord-Server des Projekts beitreten, auf dem euch dann Entwickler Buchwald selbst für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Die ersten Entdecker erscheinen frühestens 2025 und dann aller Voraussicht nach exklusiv auf Steam. Ich bleibe für euch gerne am Projekt dran und werde hier wieder berichten, sobald es wieder was Neues gibt. Daher gerne Abo dalassen, damit euch diese News dann auch erreichen und bis zum nächsten Mal.